Natürlich gab es Tage, wo ich einfach nicht mal in der Lage war, auch nur ansatzweise irgendwie aus dem Bett zu kommen oder so. Aber ich meine, das kann man so machen und ich meine, ich habe es ja auch so gemacht. Aber es hilft ja nicht, wenn man emotional down ist, beziehungsweise die emotionale Verfassung über etwas entscheidet, ich will sagen zu 99% über den weiteren Verlauf. Und das ist etwas, womit ich gerade ganz massiv selber struggle, da die Frequenz eben hochzuhalten und mich nicht runterziehen zu lassen von den Umständen, weil das ist letztendlich dann die Richtung, in die es dann auch läuft. Es liegt meistens nicht daran, dass man nicht die physische Kraft hat, das und das zu machen oder dass man nicht die Kompetenz hat, das und das zu machen oder irgendwas durchzustehen, sondern es hat wirklich mit mit der emotionalen Verfassung zu tun und mit der Energie, die dahinter ist. Ich glaube, das wird jeder kennen, dass wenn man so wie ich jetzt zum Beispiel mich gerade fühle, also ich fühle mich energetisch wirklich sehr schwer, sehr antriebslos. Ich muss schon echt viel Kraft aufwenden, um jetzt irgendwie gerade meinen Alltag fertig zu bringen. Ja, das liegt aber eben an Umständen, die mich, wie soll ich sagen, die mich enttäuscht haben und ja auch mit der Unzufriedenheit über gewisse Situationen. Und also mal ganz allgemein, es gibt einfach Sachen, die einen total runterziehen und es hat ja dann einen totalen Einfluss auch auf den Rest, der ganze Lifestyle, wie man dann anfängt, sich zu behandeln, weil man dann irgendwie lustlos ist und antriebslos oder, ja, ich will fast sagen, geknickt. Also das merkt man oder ich merke das dann auch oft, dass ich so richtig, als ob so was Schweres auf mir liegt. Letztendlich, genau, als ob man fast daran zerbricht, als ob man aufgibt. Aber die Kunst ist dann, in so einer Situation, was auch immer man dann quasi für eine Nachricht erhalten hat oder was für eine Situation auch passiert ist. Natürlich ist es menschlich, dann auch erstmal, weiß ich nicht, eine gewisse Zeit traurig zu sein oder auch zu weinen oder wütend zu sein oder enttäuscht, auch diesem Gefühl irgendwie Raum zu geben. Das tue ich ja jetzt auch. Aber die Kunst ist es ja, eben nicht aufzugeben und sich nicht aufzugeben, sein Leben nicht aufzugeben, sondern diese Kraft aus einem selbst hervorzuholen, an sich, oh, an sich zu glauben und zu wissen, dass, oh, das ist für mich gerade echt emotional, und zu wissen, dass man wieder, dass alles wieder gut wird und dass man wieder zu seiner Kraft und zu seiner vollen Energie kommt. Das ist so ausschlaggebend. Eben, das ist nämlich stark sein. In solchen Situationen sich auf das Positive zu fokussieren. Und es ist aber so unglaublich schwer, weil es einen, ja, ich will fast sagen, wie so ein Sog runterzieht und man immer dagegen ankämpft. Aber die Einstellung zu der Sache, ich möchte es nochmal sagen, ist wirklich ausschlaggebend für den Verlauf. Und ich muss auch gerade, das ist für mich auch super emotional irgendwie, weil ich mich gerade sehr an meine Scheidung erinnert fühle, wie ich da wirklich
jeden Tag aufs Neue mich immer wieder neu einjustiert habe oder auch während meiner Depression, wo ich ja sehr, sehr lange wirklich out of order war, ich habe jeden Tag alles gegeben, um meine Energie und meine Einstellung zu der Sache in die richtige Richtung zu lenken. Also natürlich gab es Tage, wo ich einfach nicht mal in der Lage war, auch nur ansatzweise irgendwie aus dem Bett zu kommen oder so. Aber ich meine, das kann man so machen und ich meine, ich habe es ja auch so gemacht, aber es hilft ja nicht. Und ich habe dann angefangen, jeden Tag mir zu sagen, ich will mich so nicht mehr fühlen. Ich will mich wieder energiegeladen fühlen, ich will wieder Lebensfreude haben, ich will wieder aktiv am Leben teilnehmen. Und das kam dann natürlich auch irgendwann so. Aber ich habe es natürlich da sehr weit getrieben, dass es überhaupt zu diesem Zustand kam. Ich weiß, dass ich mich gerade super erschöpft fühle, dass ich super antriebslos bin, dass ich die Dinge, die mir Spaß machen, irgendwie kaum noch in der Lage bin zu machen. Und das ist auch in Ordnung so. Ich akzeptiere das, weil ich ja sehr, sehr erschöpft bin. Und wenn ich mich dazu dann zwinge, erstens habe ich dann keinen Spaß mehr daran und zweitens fühle ich mich dann ja physisch ja auch noch viel schlechter. Und man darf auch diesem ganzen gewissen Raum geben. Aber irgendwann muss halt auch der Moment wieder kommen, wo man sagt, so, und jetzt stehe ich wieder auf. Und jetzt fange ich wieder aktiv an, am Leben teilzunehmen. Und justiere meine Energie in die richtige Richtung. Weil das ist wirklich wieder, wohin geht der Fokus? Stehe ich jetzt jeden Tag auf und sage, boah, ich habe da und da drauf keinen Bock und es ist so anstrengend und mir geht es so schlecht und ich fühle mich so schlecht. Ja, es ist gerade so. Aber je mehr ich das sage und je mehr ich das dann fühle, desto schlimmer wird ja dieser Zustand. Ich merke das jetzt ja selbst. Das heißt, es geht jetzt vielmehr darum, das ist so eine ganz, ganz feine Geschichte, feine Nuancen, die man dann ändert, die dann aber wirklich dazu führen, dass man sich auch besser fühlt, weil Ziel ist es jetzt, ja, ich fühle mich gerade nicht so toll, aber es auf das Positive zu lenken. Was war denn heute gut? Wofür bin ich heute dankbar? Und das ist etwas, was dich vor allem aus so einem Zustand erstmal über Wasser halten kann, aber vor allem dann auch das alles in die richtige Richtung lenken kann. Diese Gefühle, die ich quasi jetzt dann irgendwie habe, die dürfen auch sein. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde, es ist doch auch das Unmenschlichste von der Welt. Niemand ist immer ständig fröhlich und immer nett und gut drauf. Niemand. Das ist doch total unnatürlich. Und will ich mich gerade so fühlen? Nein. Ist nicht schön. Ist nicht so mein Zustand, mag ich nicht. Aber je mehr ich das auch irgendwie ablehne mit dagegen angehen, desto schlimmer wird es, wie immer. Also das ist halt eigentlich bei allem so. Aber auch eben den Fokus richtig lenken.